Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute heiße ich euch herzlich willkommen zur 500. Folge Shakes and Fidget. Ja, es ist tatsächlich schon die Folge 500 und ich hätte im Leben nicht gedacht, dass ich über dieses Spiel doch mal so viele Videos machen werde. Und ja, es ist kein richtiges Special, sag ich mal. Das hatte ich ja schon im gestrigen Video erwähnt gehabt in dem Sinne. Aber auf jeden Fall ist es für mich, denke ich mal, was Besonderes. Und zwar wollte ich zur 500. Folge Shakes and Fidget ein bisschen zurückgehen, ein bisschen in der Vergangenheit schwelgen und ja, so ein bisschen gucken, wie das Ganze überhaupt so passiert ist und was so der Werdegang überhaupt ist, weil viele Leute werden höchstwahrscheinlich gar nicht von Anfang an dabei gewesen sein, was ja auch so überhaupt gar nicht so möglich ist, natürlich. Aber viele kamen halt dann auf dem späteren Wege dann dazu und ja, die ganzen Videos sind natürlich noch online und in einer Playlist verpackt. Auf meinem Kanal ist dieses alles hier verfügbar. Ja, und wir haben hier 516 Videos. Ich habe hier irgendwelche Videos, glaube ich, nicht ganz nummeriert, deswegen sind es 16 mehr als 500 insgesamt. Ja, kann sein, dass über die Jahre jetzt ein bisschen was dazu kam, was jetzt keine Nummer erhalten hat. Und ja, darüber hinaus kommen ja auch noch die ganzen Livestreams dazu. Denn in den Livestreams, die auch noch alle verfügbar sind, haben wir auch mittlerweile 133 Stück, was größtenteils eigentlich zu 95% aus Shakes and Fidget Content besteht und ja, deswegen ist es schon ziemlich viel, was ich so in der Zeit jetzt alles über dieses Spiel gesagt habe und berichtet habe. Wie gesagt, wir werden zum Anfang des Videos ein bisschen, es wird wahrscheinlich, denke ich mal, heute ein bisschen länger gehen. Wer nicht ganz auf diese nostalgische Reise mit mir in die Vergangenheit absinken möchte, der kann gerne ein bisschen vorspulen, denn wir werden zuallererst hier uns ein bisschen in der Vergangenheit begnügen und gucken, wieso der Werdegang ist über diese 500 Videos und diese über 100 Streams, die wir gemacht haben. Und zum Ende gibt es dann natürlich noch ein bisschen Shakes and Fidget natürlich zum Spielen. Ja, na klar, wir werden versuchen, heute nochmal so ein bisschen in die Dungeons zu gehen zur Feier des Tages und ein bisschen versuchen, ja, den einen oder anderen Gegner vielleicht zu plätten und mal gucken, was uns da sonst noch erwartet. Das aber zum Ende des Videos. Wir fangen an mit, ja, ich würde mal sagen, da es zuallererst mal ein bisschen schneller geht, würde ich mal behaupten, gehen wir mal zuerst mal in die Livestreams rein. Mit den Livestreams fing es tatsächlich erst ein bisschen später an, als mit den ja, als mit den Videos natürlich, weil ich mich natürlich erstmal ein bisschen damit bekannt machen musste. Und der erste Stream, das weiß ich noch ganz genau hier, das ist halt ja der erste Stream aus der Wohnung, aus meiner neuen Wohnung, weil ich hatte ja in der Zeit, wo ich hier angefangen hatte, bin ich gerade im Umzug gewesen, in der Wohnung, in der ich jetzt momentan gerade lebe. Und da kann ich euch nachher in den Videos auch noch zeigen, wann das genau war. Und der erste Livestream war halt am 16.07.2018, wo hier auch schon ein paar Leute hier vertreten sind, die auch schon, ja, die immer noch heute mit dabei sind. Das finde ich halt sehr bewunderlich. Ja, Grüße gehen raus an jeden Einzelnen. Und ja, in den Videos ist es, glaube ich, nachher, ich weiß nicht ganz genau, wir werden nachher mal schauen in die Videos rein. Und das ist ziemlich krass, wie ich mich da so ein bisschen reingefunden habe. Aber größtenteils waren diese ganzen Streams auch, das hat so ein bisschen in letzter Zeit nachgelassen mit den Streams, weil es ja eigentlich gut, ja, weiß ich nicht. Momentan ist es halt so, dass ich für ein Shakes and Fidget Video etwa so 2 Stunden brauche und das wäre halt ein Livestream. Momentan sind mir die Videos eher lieber, weil ich dann so ein bisschen mich freier mit meiner Zeit so ein bisschen variieren kann. Bei so einem Livestream ist das Ganze natürlich dann musst du jetzt am Start sein und wenn du es so angekündigt hast, dann musst du es dann auch halt machen so und bei den Videos ist es halt dann ja, du kannst ja halt aussuchen, wann du was machen willst und ja, da waren sehr viele krasse Sachen dabei, so vor allen Dingen sehr viele Midnight-Streams hatten wir damals gemacht und vor allen Dingen auch, da ging das auch schon los hier mit dem Antidorza, aka die Giraffe, wie wir es im Nachhinein rausgefunden haben. Das war eine ziemlich krasse Sache,
bisher immer noch bis heute auch noch das Höchste so oder das Krasseste, was ich so erlebt habe, wo jemand ein komplettes Game für mich gemacht hat, eine komplette Schnitzeljagd in Shakes and Fidget quasi. Und ja, das finde ich auch krass. Es hat halt, oder in Anführungszeichen nur 140 Aufrufe und das waren so eine krassen Sachen, die mir hier verraten worden sind und ja, Aufgaben, die mir gestellt worden sind. Also wer das verpasst hat, der sollte auf jeden Fall das Ganze nochmal hier nachverfolgen und ja, also das war mit das Heftigste, was mir so, ja, an Freude bereitet worden ist und was mir halt so, ja, weiß ich nicht, was mir halt so beschert worden ist. Eine Schnitzeljagd durch SF-Game mit verschiedenen Minigames, die für mich extra da mehr oder weniger programmiert worden sind und das war ziemlich krass, ja. Dann die Sache mit W27 so, war halt auch zu der Zeit mit dem Start gewesen, das war ziemlich heftig, das war eine sehr, sehr gute Zeit. Hier nochmal ein Video vom Anti-Dorzer, hier sieht man auch noch ein paar Minigames so, also ja, quasi ein ganzer Märchenturm wurde mehr oder weniger als Aufgabe für mich konzipiert und über diese 10 Stockwerke hier sieht man schon, ist es schon ein bisschen beliebter auf jeden Fall gewesen und hier hatte mich anscheinend auch der Terra geradet, so wie es aussieht gerade. Ja, und hier über die 11 Etagen wurden mir halt dann Rätsel in Shakes and Fidget und sowas, dann Schnitzeljagden gestellt. Auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Sache. Ich glaube, ein 3-Teiler war es insgesamt gewesen. Ein paar Videos hatte ich darüber gemacht. Ziemlich, ziemlich kranke Sache. Ja, zu meinem Geburtstag hatte ich damals auch gestreamt gehabt. Ein bisschen getrunken, ein bisschen SF gespielt. Ganz, ganz, ganz gechillt mit Kumpels. Ja, ziemlich coole Sachen. Ein bisschen haben wir auch noch was anderes gezockt. Call of Duty war auch immer, ja, hatte mich auch immer begleitet, aber natürlich über die YouTube-Zeit war es natürlich doch mehr Shakes and Fidget auf jeden Fall. Ich hatte mich mal immer ein bisschen versucht in anderen Games, aber zum größten Teil ist es mir halt immer so bei Shakes and Fidget geblieben. Und ihr seht halt, die meisten Streams, ich hatte halt dann mir so eine eigene, das war auch eine krasse Zeit hier, Epic Event mit Unge und Terra, wer das auch mitgekriegt hatte, also ich hatte 2-mal oder 3-mal hatte ich mit Unge und Terra zusammen gestreamt gehabt. Das war einmal ein Epic Event hier gewesen und ich glaube, das war noch irgendwas mit W27 oder so, oder als eine neue Klasse rauskam. W30-Start mit Unge und Terra, stimmt, hier hatten wir noch zusammen gestreamt gehabt. Das war auf jeden Fall auch eines der heftigsten Erlebnisse, die ich so hatte, so mit so einem großen Streamer zusammen und natürlich auch mit Terra zusammen zu dritt Shakes and Fidget zu streamen. Das war schon ziemlich, ziemlich krass und auf jeden Fall auch sehr, sehr, ein sehr, sehr heftiges Erlebnis für mich und werde ich auch nie vergessen. Ja, also das ist auch ziemlich, ziemlich heftig gewesen, muss ich sagen. Ja, was haben wir noch so? Stimmt, dann kam hier auch schon der S39-Server-Start mit dem Berserker, der kam auch relativ schnell. Und was ich versucht hatte zu sagen vorher, ist, dass die Streams, wie ihr es hier seht, zum größten Teil halt meistens so 2 Stunden plus gehen, ein paar ein bisschen weniger, aber dafür dann auch ein paar Stunden mehr so. Und ich hatte halt dann immer versucht, einen Stream halt mindestens 2 Stunden lang zu machen. Das war so meine Durchschnittszeit, die ich so hatte und viel weniger wollte ich das dann auch nicht machen. Und deswegen alle 133 Streams, die wir haben, die sind im Durchschnitt 2 Stunden und wahrscheinlich auch noch länger. Ja, dann sehe ich hier noch gerade, ich glaube, da hatte ich auch noch oben ein paar Streams mehr gehabt, 3 Uhr morgens, Zeit zum Joggen. Das haben wahrscheinlich gar nicht viele mitbekommen, weil ich halt immer zu der Zeit gestreamt hatte, wo halt die meisten Leute eigentlich normalerweise schlafen gehen sollten. Das könnte man auch mal wieder machen, wenn die Zeit da ist. Ich gehe halt unglaublich gerne mitten in der Nacht joggen, draußen so 3, 4 Uhr morgens irgendwie so, kurz bevor es hell wird, denn jetzt momentan, weil da halt gar nichts los ist auf den Straßen. Man hat gute Luft, keine Autos, keine Fußgänger, nix, man hat seine Ruhe und weil ich sowieso sehr nachtaktiv bin, ist das für mich halt eine richtig coole Zeit zum Joggen gehen. Und ja, weil da eh nicht so viele Passanten da sind, hatte ich mir dann immer gedacht, ach komm,
nimmst du mal das Handy mit und ja, machst du mal so einen kleinen Livestream, während du joggst, warum nicht? Und das hatte ich auch ein paar Mal gemacht, auch sehr, sehr nice. Könnte man auch mal wiederholen. Alter, das war auch ein sehr cooler Stream gewesen. Grüße gehen raus auch an Terra und Painy, die mich auch sehr lange Zeit hier begleitet haben auf meinem Wege. Ja, das ist auch, sehr, vor allen Dingen die Titel wieder. Dieser Stream sorgt für Wirbel wie Physiotherapeuten. Das ist natürlich auch, ja, also die Wortwitze dürfen natürlich auch nicht viel ausschlaggebender als jede Allergie. Ja, da haben wir es. Ja, hier ein Stream aus Großquasso, das weiß ich noch ganz genau. Gesichtsausdruck ist auch on point, ja. Und ja, hier auch Grüße an Handrizzle, auch an der Stelle, ja. Also immer wieder Leute am Start, mit denen ich mich sehr gut verstehe. Joggen hier um 4 Uhr, da geht's weiter. Und ab dem Punkt, ich weiß nicht, welcher Stream das war, hier, man sieht das so schlecht, weil die Zahl das hier so ein bisschen verdeckt, oder ja, der Timer. Ab da hatte ich mich dann entschieden gehabt, nicht mehr meine Stream-Thumbnail zu nummerieren. Das ist aber halt auch, ja, weiß nicht, ist halt auch irgendwie unnötig. Und habe mich dann für 1 entschieden. Das habe ich dann hier immer reingenommen und ja, das seht ihr auch noch heutzutage noch, was ich sehr, sehr cool finde. Und ja, das ist auf jeden Fall ganz, ganz nice. Dann, ja, hier kam die Zeit mit dem Arena-Manager. Ich weiß gar nicht, ja, Arena-Manager, da habe ich, glaube ich, ja, 7 Stunden 30 fast nur durchgängig den Arena-Manager gezeigt und darüber diskutiert. Alter, das war auch ziemlich, ziemlich krass. Und hier anscheinend auch kurz danach die 4000 Abonnenten-Marke geknackt hier. Auch sehr, sehr krass auf jeden Fall. Und ja, die Titel sind auch wieder on point auf jeden Fall. Ja, hier sehe ich gerade Chillen in der Schwimmhalle. Also wer den Stream nicht gesehen hat, der hat wirklich was verpasst. Ganz, ganz, ganz legendärer Stream auf jeden Fall. Kann ich euch auch wirklich nur ans Herz legen. Es war sehr, sehr lustig. Ja. Und hier auch schon kurze Zeit, Alter, wie schnell ging das denn bitte schön? Was war es hier schon? Die 4000 und hier dann schon die 5000 Abo-Special-Stream. Auch sehr, sehr krass. Ist gar nicht mal so lange her, muss ich sagen. Und jetzt sind wir schon bei 6200 noch was. Also auch sehr, sehr krass. Und weiter geht es hier auch gar nicht. Wie gesagt, viele Streams in diesem Sinne sind es nicht, aber es ist halt auch nur der kleine Teil davon. Aber wenn man die Zeit zusammenrechnen würde von jedem einzelnen Stream, ist das schon, denke ich mal, gut Zeit, die ich da online in diesem Spiel zugebracht habe. Und dann kommen wir natürlich noch hier zum Highlight und worum es auch heute eigentlich primär gehen sollte. Das sind halt die Videos, die ich dann dazu noch zu den Streams zusätzlich mache. Oder besser gesagt, die Streams zusätzlich zu den Videos, die sind ja eher der Hauptteil. Und ja, wie gesagt, da sind halt alle Videos von Anfang an hier das allererste Shakes and Fidget Video. Spielbar, der ja. Link ist auch. Ist immer noch, das hat mittlerweile 2532 Aufrufe, weil es einfach das erste Video ist, so von SF. Ja, auch sehr, sehr krass, weil wenn wir uns das zweite Video anschauen, ich glaube, das hat gar nicht mehr so viele, denn boah, Alter, ist auch ziemlich geil. Ja, 610 immer noch, aber dann sollte es langsam runtergehen, denke ich mal. Ne? Ist halt, weil es so die ersten Videos sind. Das heißt, hat aber mittlerweile auch 400 Aufrufe, das ist ja krass. Okay, hier geht es immer ein bisschen weiter runter, ja. Ja, okay. Die hatten auf jeden Fall, als ich die hochgeladen habe, hatten die nicht so viele Views. Das kam halt wahrscheinlich erst nachhinein durch die Playlist, denke ich mal, zustande. Ja, ich glaube hier kam dann die Festung, Update 2015. Ne, die Festung kam danach denn. Genau, hier kam dann nur die Update-News mehr oder weniger, was dann schon gut ja, für Aufsehen gesorgt hat. Aber damals war ich, hier Millennials hier auch schon am Start, Alter, krass. Ach nee, Millennials erst vor 1 Jahr kommentiert. Ach so, okay, gut, da habe ich schon gedacht, Alter, das wäre ja noch krasser gewesen. Das ist auch schon, Millennials auch schon lange am Start. Ja, hier noch nicht aktiv Shakes and Fidget gezeigt, trotzdem mal das Video über die Festung gemacht. Und ich glaube, hier ging es nachher los. Ja, stimmt, hier hatte ich Level 300 erreicht. Genau. Und mal gucken. Ja, lustig zu sehen. Und danach ging es dann los mit der Unterwelt und mit der Unterwelt ist dann halt so alles gestartet, Hallo, irgendwie mehr oder weniger bei mir. Ja, weil ich halt den Unterweltausbau zu dem Zeitpunkt sehr stark mitverfolgt habe und sehr stark dokumentiert habe. Als die rauskam, bin ich auch
simultan dazu Level 400 geworden, was auch für mich schon ein krasser Meilenstein damals war. Und ja, dann ging es eigentlich alles so los mit Stufe 400 und der Unterwelt zusammen. Das waren so, also ich habe so, sagen wir mal, so 10 Videos habe ich gemacht von Shakes and Fidget, bevor ich aktiv SF gezeigt habe. So, da ist 2018 schon. Und die Sachen davor, die waren es schon, ihr habt es ja gesehen, irgendwie 2015 oder so. Ne? Also das sind schon sehr, sehr viele Jahre dazwischen gewesen. Hin und wieder, ja, 10 Stück in der Zeit gemacht. Hin und wieder mal immer reingeschaut, aber dann sonst eigentlich immer andere Sachen gezeigt. Und ja, ab hier ging es dann quasi los, fast ausschließlich nur noch Shakes and Fidget zu zeigen. Und ihr seht halt hier mit der Unterwelt, die hatte mich, als die rauskam, halt extrem gepackt. Ich hätte, ja, die Festung, wann war das eigentlich hier gewesen? Das war 2015, da kam die Festung. 2015 kam die Festung raus. Boah, stellt euch mal vor, ich hätte ab da an schon Shakes and Fidget gebracht, was denn gewesen wäre. Ich meine, das sind dann nochmal 3 Jahre extra obendrauf. Krass, oder? Krass, einfach krass. Ja, aber ich habe mich dann entschieden, ja, andere Sachen in der Zeit dann lieber hochzuladen. Ja, weil mich das Game YouTube-technisch damals noch nicht wirklich gecatcht hatte. Ne? Da hatte ich halt nur darüber berichtet, wenn halt wirklich irgendwas Neues kam. So, aber nicht täglich darüber oder ja. Ich habe es halt nicht so gesehen, dass man täglich über Shakes and Fidget Videos machen musste, weil ich mich immer gefragt habe, was man in diesem Spiel großartig zeigen soll. Ja, weil, aber bei solchen großen Updates hier natürlich hatte ich dann mal ein Video dazu gemacht. So. Aber ja, danach ging es dann halt fast täglich weiter mit Shakes and Fidget, mit der Unterwelt. Ja, hier hatte ich das Herz auf Stufe 15. Hier hatte ich von meinen Treffen erzählt, ja, unser Gildentreffen. Das hatte ich auch kürzlich mit Hanrizzle mal zelebriert, unser krassestes Erlebnis so in Shakes and Fidget, das war das gewesen, da hatte ich mal darüber berichtet, sehr, sehr krass. Ja, und hier kam kurze Zeit später dann auch schon, ja, es ging dann so Hand in Hand irgendwie. Was ich heutzutage so vermisse, ist, dass bei diesem Spiel, als ich angefangen hatte damit, das fast ausschließlich zu zeigen auf meinem Kanal, kam halt immer Stück für Stück ganz viele neue, heftige Sachen dazu. Die erste neue Klasse seit Jahren, der Assassine, ja, hat für Aufsehen gesorgt, richtig heftig. Die Unterwelt, ne, die halt auch noch mit dazu kam, das war auch so krass gewesen. Und ja, die Festung hatte ich ja damals nicht wirklich mit festgehalten, aber es kam halt sehr, sehr viele heftige Sachen dazu. Neue Dungeons immer wieder und ja, das ist heutzutage halt nicht mehr so, aber heutzutage ist das Spiel halt schon voll bis oben hin. Und damals war halt noch Platz für die Festung, für die Unterwelt und für ja, neue Klassen und sowas. Heutzutage ist es halt, ja, wo willst du noch großartig was Neues hinzufügen? So, es ist schwierig, das umzusetzen. Ich sage niemals nie, kann immer was Neues passieren. Wünsche ich mir natürlich auch irgendwo, dass man dann auch wieder, dass ich euch vor allen Dingen dann auch was zeigen kann, dann wieder was Neues dann. Und freut mich natürlich auch wenn die ein oder anderen sagen, ey, das Spiel ist schon mehr als voll so, aber ja, ich finde es halt immer toll, ein bisschen frischen Wind im Spiel dann da zu haben. Und ja, wie ihr sehen könnt, Unterwelt habe ich krass begleitet. W23, ja, den Assassin hatte ich auf dem Server auch gut gespielt gehabt. Dann kamen so meine ersten Achievements auf meinem Main-Char, die ich dann so abgeschlossen hatte. Mit das Dämonenportal komplett besiegt. Das war für mich damals, als ich das geschafft hatte, das war ziemlich heftig gewesen, weil man, ja, das war das erste Dämonenportal, was ich komplett durchgespielt hatte. Und davor musste ich halt da immer dran denken, so. Ne, jeden Tag. Und ja, mittlerweile habe ich auf meinem Battlemage, glaube ich, das zweite Dämonenportal auch fertig. Ja, Wirbelwind über Stufe 500, ziemlich heftig das Ganze. Ja, und da ging es dann los. Immer alles dokumentiert. So hier mit den Früchten in dem Inventar das Problem. Die Pets kamen ja auch noch, stimmt, das war auch noch da mit den Pets dann auch noch neu. Dämonenportal komplett besiegt, genau, hier war das Video. Und dann ging das halt auch schon, wie ich schon sagte, Hand in Hand weiter mit dem ungespielt Server, dann kam halt ungespielt, also Unge ins Spiel dazu, das hatte halt auch für sehr viel Aufsehen gesorgt. Da hatte ich halt erst im Anführungszeichen 40 Videos von SF gemacht und seit 30 erst aktiv dabei, weil die 10 davor zählen wir jetzt mal nicht dazu.
Ja, also ziemlich neu noch in der SF-Szene damals. Und da kam das dann schon mit dem Unge-Server. Ja, hier auch ein sehr krasses Video. Heutzutage immer noch eins meiner bestgeschautesten, sag ich mal, mit den Lucky Coins. Auch sehr krass. Und ja, dann kam auch schon der 9. Geburtstag als nächstes dann direkt, was dann halt auch wieder kurz danach war. Und genau, hier war das gewesen mit dem Umzug. Genau, das war mein letztes Video, glaube ich. Moin, hallo und ja. herzlich willkommen zu Krass. einem neuen Video auf meinem Kanal. Alter. Das ist das einzige Shakes & Fidget Video und das erste Shakes & Fidget Video mit der Facecam aus meiner alten Wohnung. Ja, besonderes Video zum Anlass mit Facecam. So, hier, das war das gewesen. Ja, und das hatte, dadurch, dass es halt ein besonderer Anlass war, hatte ich die Facecam und deswegen ist es das erste mit Facecam. Ziemlich krass. Und das war das letzte Video, was ich aus meiner alten Wohnung hochgeladen hatte. Das war das heftigste Video mit den Dungeon-Pilzen und da hatte ich die Lichtwelt komplett besiegt und den Gladi auf 15. Ziemlich krass für mich. Heftiger Support auf jeden Fall am Start gewesen. Fast die 300 Likes hier drauf. Auch sehr krass und für mich auch immer noch heutzutage ein sehr krasses Video. Eins meiner heftigsten, deswegen auch der Titel. Ist kein Clickbait, da ist sehr viel passiert in der Folge. Ja, und danach kam auch schon, das müsste hier gewesen sein, das ist dann, glaube ich, schon das allererste Video aus meiner neuen Wohnung. Ja, genau. Hier Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal und heute gibt es wieder eine Runde Shake. Hier hört man das auch noch am Schall so ein bisschen, weil hier halt alles, hier ist halt nichts abgedichtet, hier stand nichts hinter mir, hier war kein Schallschutz dran, gar nichts, deswegen hat es hier noch geschallt und das hier ist das erste Video aus meiner neuen Wohnung. Das finde ich halt krass, dass ihr mich da so begleitet habt in der Zeit, damals schon. Ja, und das ist halt absolut nicht selbstverständlich, ne? Ziemlich krass. Ja, und ich weiß gar nicht, wann das kam. Das war ja alles noch, ich sag mal, ich will ja so sagen, ich mache das ja immer noch alles als Hobby und mache das auch super gerne und habe das halt, wie gesagt, seit 2011 als Hobby gemacht und seit 2018, ich glaube, ich weiß aber nicht, ich habe nicht da großartig drüber geredet, ging das halt los, dass ich halt so langsam damit auch mit YouTube ein bisschen Geld verdienen konnte und das war halt auch irgendwann zu dieser Zeit gewesen. Ich kann es euch aber nicht mehr ganz genau sagen. Wann das Ganze losging, war für mich auch unbegreifbar zu diesem Zeitpunkt, unbegreifbar so. Ja, W26 Serverstart, so, ne, war jetzt glaube ich kein sehr besonderer Server, hatte ich aber auch damals schon alles mitbegleitet. Die Server war für mich damals schon sehr interessant, immer alles gewesen. Und stimmt, hier kam dann so langsam die Remastered, denn so das erste Mal, hat man da zumindest von gehört. Ich muss mal einen kurzen Schluck trinken. So viel geredet habe ich wahrscheinlich schon lange nicht mehr. Und das war ja auch ein ziemlich krasses Event, als das rauskam. Hier hatte ich dann so langsam die Unterwelt komplett durchgehabt mit Video 82. Das kann jetzt nicht dein Ernst sein, oder? Das kann nicht dein Ernst sein, ja? Dankeschön. Ich möchte sehr ungern hier jetzt schneiden. So, und hier kamen dann die ersten Sachen mit der Schnitzeljagd und mit dem Antidorzer. Wie gesagt, das sind Sachen, das ist eins der Videos, die ich euch wirklich sehr ans Herzen legen würde, wenn ihr euch für sowas interessiert. Das ist super heftig gewesen damals. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich, dass es jetzt gerade passiert. Ja, aber wie gesagt, das ist eins der Sachen, die ich euch wirklich sehr empfehlen würde. Das war ziemlich krasses Erlebnis gewesen. Auf jeden Fall sehr sehenswert. Hier kam es dann so langsam mit dem Battle Mage denn als zweite neue Klasse denn dazu, nach dem Assassin. Ich möchte nicht schneiden, Leute. Ich möchte wirklich nicht schneiden. Deswegen lasse ich das einfach so durchlaufen. Und ja, kurze Zeit danach, hier hatte ich halt Urlaub gemacht mit meiner Familie und ich wollte aber trotzdem über die neue Klasse berichten, damals schon. Der Berichterstatter am Start. Ja, man muss ein bisschen lauter werden.
Jetzt noch. Und da hatte ich tatsächlich ein Video aus dem Hotelzimmer aufgenommen. Laptop extra mitgenommen gehabt von meiner Mutti und hatte ja extra ein Video am Laptop für euch gedreht aus dem Hotelzimmer mit dem Battlemage. Das war das erste Battlemage-Video von mir auf W27. Mein jetziger Battlemage ist das hier gewesen. Wurde mir damals schon der Name geklaut. Da konnte ich den Nachhinein ändern, damit ich denn so heiße, wie ich jetzt heiße. Ja, und das war sehr, sehr krass gewesen. Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Aber sehr sehr krasser Sound, weil hier alles so mit Gardinen und sowas war sehr, sehr krass gewesen. Aber die Internetverbindung und der Upload aus dem Hotelzimmer könnt ihr euch vorstellen, es hat die halbe Nacht gedauert. Aber auch ein sehr, sehr krasses Video. Und für die damalige Verhältnisse super viele Aufrufe. Das ist richtig viele. Ja, hier kam das nächste Antidorsa-Video, also das ist halt immer gekennzeichnet, könnt ihr euch sehr gerne reinziehen. Und die erste Zeit auf W27 war auch ziemlich heftig gewesen mit den White Sharks. Auch wer da alles mitgemacht hatte, auch Terra, Paini, Unge, Abler noch als Führung, kam glaube ich danach erst ein bisschen später und war auch, hatte ich ja auch öfter schon gesagt, eine sehr, sehr geile Zeit gewesen. Damals die beste Zeit für mich, muss ich sagen. Was so einen Serverstart, da habe ich das erste Mal einen Serverstart richtig mitbekommen. Und hier ist das große Finale vom Antidorsa. Da hatte ich, glaube ich, so ein Best-of aus dem Stream geschnitten. Das geht über eine Stunde. Sehr krass. Und hier, weil Leute vielleicht auch fragen, weil hier sind sehr viele Sachen dabei, die immer mal wieder gefragt werden mit der Teilschutztaktik. Hier könnt ihr euch nochmal reinziehen, was es damit so auf sich hat. Ja, also viele Sachen habe ich halt damals schon gemacht. Und würde ich dann heutzutage immer noch ein zweites Mal machen, wenn Leute danach fragen, aber in der Playlist ist halt hier alles vertreten. So, hier die ersten 100 Videos, hier fettes XXL Epic Event mit Golden Pain, ja, und der mich auch, sehr krass begleitet hat auf meiner Zeit hier. Und der erste Dezember, ja, hatte ich damals Bock drauf gehabt, hier so einen Dezember zu machen mit allen möglichen Spielen, ja. Hemoridor kam da raus. Und das war auch, ich glaube, das ist heute mein meistgeschautes Video. Heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Damals noch mit dem Mikrofon-Mic hier, also mit dem Headset-Mic. Das hat fast 40.000 Aufrufe, das ist ziemlich und fast 500 Likes, Alter. Das ist einfach viel zu krank, Alter. Das ist zu krank. Ja, also danke auf jeden Fall auch an euch für den heftigen Support, der da so in der Zeit passiert ist, ja, und natürlich auch bis heute noch immer am Start ist, ja. Und der Battlemage macht mir auch heutzutage immer noch sehr, sehr viel Spaß, wie ich hier gerade sehe, so ein paar Sachen. Und hier kam dann der Berserker raus, ja, der kam dann auch raus mit der Hydra zusammen hier. Ja, das waren auch ziemlich krasse Sachen gewesen, sehr einschneidend auf jeden Fall, als die Sachen rauskamen. Ja, immer mal wieder ein Epic-Event mit Paini hier dazwischen, der auch auf seinem Kanal sehr viele Videos mit mir zusammen gedreht hatte. Das war auch ziemlich krass, ja, und hatte auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja, mit seinem S2 Schweden-Projekt hier, wie ich das gerade sehe. Hier, weiß ich noch ganz genau, der Raid von Reportagen, ja, im Livestream. Insgesamt hatte mich Reportagen zweimal geradet gehabt und ja, ich glaube, da blieben so irgendwie 100 Abonnenten oder so blieben denn bei mir von den, keine Ahnung, 600-700 Live-Zuschauern, die ich da zu dem Zeitpunkt hatte. Sehr, sehr krass. Danke auch dafür auch nochmal. Werde ich auch niemals vergessen, ja. Deswegen möchte ich hier nochmal alles zelebrieren. Hier die Edelstein Stufe 100 mit Strider, damals noch. Auch alles festgehalten, auch interviewt und auch im Video zu sehen. Auch sehr, sehr krass. Und hier kam dann so ein bisschen das Geburtstagsupdate nochmal von 10 Jahre. Shakes and Fidget müsste das sein. Mit neuen Items, mit neuen Dungeons, mit dem YouTuber-Dungeon, mit dem Heiligen Gral, mit dem Booster. Ja, und das ist jetzt gerade mal ein Jahr her, weil jetzt hatten wir erst den 11. Geburtstag, ja. Und hier sind es gerade mal 200 Folgen und in der Zeit habe ich einfach nochmal 300 Stück gemacht. Das muss man sich einfach nochmal vor Augen halten, ja. Meine Mission Spieletrend-Videos, Alter, die waren auch, muss ich sagen, die waren auch ziemlich krass gewesen. Also ziemlich cool auf jeden Fall. Ja, war eine ziemlich coole Reihe. Und deswegen, ja, erst einmal One Week Wonders waren hier mit dabei. Immer wieder versucht, den Spieletrend hier zu holen, ja, und den YouTuber-Dungeon somit durchzuspielen. Und hier auch Omio nachher im YouTuber-Dungeon als Endgegner.
So, in der Zeit, weiß ich noch, waren wir auf der Gamescom gewesen mit das erste Mal, da hatte ich Paul, glaube ich, und Payne das erste Mal getroffen gehabt. Das war auch sehr krass gewesen, ja. Stammtische hatten wir ziemlich häufig gemacht. Da hätte ich auch auf jeden Fall mal wieder Bock drauf. Hier kam dann der Arena-Manager und hier hat sich dann fast alles nur um den Arena-Manager gedreht dann und Runen, Taktiken und sowas alles. Ja, auch eine ziemlich coole Zeit, muss ich sagen, als der rauskam zum ersten Mal. Das hat auch für viel Aufsehen gesorgt und ja, deswegen. So, wir gucken auf jeden Fall weiter, was wir hier noch so sehen. Ich möchte mal hier alles so ein bisschen durchschauen. Warum auch hier das irgendwie dreimal mit dabei ist? Ja, wahrscheinlich erklärt das hier irgendwie die 516 Videos, warum auch immer. Ja, hier hatte ich mal erzählt, wie viel Geld ich schon in SF gesteckt hatte. Hier hatte ich Omir Down gehabt. Ja, Black Friday kam hier das erste Mal. Und hier war das gewesen mit der großen Ankündigung. Ja, hier habe ich dann auch meinen Mitgliedschaftsstatus hier, was ihr hier unten seht, erreicht gehabt. Und das Mitgliedervideo, was kommt, wenn man hier draufklickt, ja, dann zeigt euch das Mitgliedschaftsvideo an. Und hier hatte ich dann den Trailer dazu gemacht, was ich auch sehr, sehr nice fand auf jeden Fall. Für mich damals eine sehr, sehr heftige Sache gewesen, immer noch heutzutage. Und ja, so wie damals, auch heute, nicht selbstverständlich. Am 30.11. ist gar nicht mal, ja, auf der Zeit gesehen so lange her. Und das war auch ziemlich krass. Bis zum heutigen Tage würde ich sagen, so das Mitgliedschaftsvideo, eins der aufwendigsten Videos, die ich bisher gedreht hatte. Ja, wenn man halt hier draufklickt und dann wird einem halt dieses Video vorgeschlagen. Hatte ich mir sehr viel Mühe mitgegeben. Meine halt Damen und Herren, liebe Genderfluid. Ja, ist gut. Weil halt auch, ja, das natürlich auch eine sehr krasse Sache für mich ist. So. Deswegen hatte ich mir da extra viel Mühe beigegeben. Ja, wir schauen weiter. Hier kam dann mein Avatarbild. Hier hatte mir dann Terra feierlich meinen eigenen Shakes & Fidget Avatar übergeben gehabt. Oder nicht übergeben, sondern hier hatte er noch die Shakes & Fidget Box gezeigt, die ihr da im Hintergrund seht. Ja. Die kam dann, die wurde hier, müsst ihr euch mal vorstellen, die hatte Terra mit mir zusammen angekündigt. Das war vorher nicht bekannt und wir hatten das announced gehabt. Wir hatten diese Box announced gehabt zusammen. Das müsst ihr euch mal reinziehen, was das für eine Ehre ist, ja. Das ist krass. Und hier hat er mir erzählt, dass ich halt einen Shakes & Fidget Customized Avatar bekomme. So, da hatte ich mich schon sehr gefreut gehabt drauf. Davon wusste ich. Dann hatte es dann eine Zeit lang gebraucht, bis der halt erstellt worden ist. In der Zeit kamen dann viele neue Sachen dazu. Ne? Hier kam dann das Unboxing von der Collectors Edition dazu. Auch ein sehr cooles Video, muss ich sagen. Ja. Moin, moin, hallo. Ja. Willkommen zu. Und auch sehr, sehr nice gewesen. Also hätte ich die damals nicht gekauft, dann hätte ich mich heute sehr, sehr geärgert gehabt, auf jeden Fall. So. Wir gucken weiter und dann müsste jetzt bald halt auch irgendwann mein Avatar kommen. Genau, hier ist er. Hier hatte ich dann meinen Avatar feierlich erhalten von Paul. Der wurde mir hier im Stream. Ich schicke ihn dir. Überreicht. Ja. Mit Countdown. Ja, auch der Chat von Terra hier. Okay. Das war eine sehr, sehr geile Zeit gewesen und freue mich auch wie heute noch. Das ist bis heute das krasseste Geschenk, was mir halt gemacht worden ist. So. Und ja, das hatte ich Terra auch schon 1000-mal erzählt gehabt. Ja, deswegen vielen lieben Dank auch nochmal hier dafür. Ne? Ja, ist schon krass, so ein bisschen in der Erinnerung zu walten, so ein bisschen durchzuschauen hier. Ich weiß, es ist nicht für jeden was, aber für mich ist es halt heftig. So. Hier kam, ja, achso, ja stimmt, hier hatte ich denn bald Stufe 500, hier habe ich Stufe 500 erreicht, hier, da, krass, stimmt, und ich hatte Stufe 500 erreicht und habe zu dem Zeitpunkt auch 5000 Abonnenten erreicht gehabt, zum gleichen Zeitpunkt. Das war auch sehr, sehr heftig. Kurz danach hatte ich dann auch noch ein Interview mit Bad Newsroom geführt gehabt. Also das war auch ziemlich, ziemlich heftig und das war alles so zu einem Zeitpunkt. Also sehr, 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 sehr krass, ja. Und davor halt kurz den Avatar bekommen. Ja, und hier ist es dann halt schon gar nicht mehr so lange her. Hier kam dann der Dämonenjäger schon raus.
Und dann nähern wir uns so langsam der 400. Folge. Ja, hier kam der Olymp, hier auch das Video mit Davalon damals war auch, ja, ist eigentlich jetzt schon Legend-Status erreicht, so, ne? Und hier kam dann schon Folge 400, ne? Ja, warum ich jetzt hier irgendwie eine Folge geskippt worden ist, ich kann es euch nicht sagen, ich weiß es nicht, muss irgendwie, aber ich werde jetzt hier einen Teufel tun, alle Folgen ändern da. Ja, hier dann schon Folge 400 und dann ist es halt gar nicht so lange her gewesen, ne? Weil ich halt jeden Tag von da an dann fast ein Video dann hochgeladen habe, schon kurz davor. Wir sind jetzt hier bei der 115. Folge am Stück, ja, ziemlich krass. Dreamscape kam zurück und der Dämonenjäger war da, den wir halt heute noch spielen auf S41 und ja, seitdem her sollten die meisten eigentlich die Videos kennen, weil die halt wirklich jetzt taufrisch sind, sag ich mal, ja, die halt wirklich nicht sehr lange her sind, wovon, ja, denke ich mal, die meisten von euch sich an diese Videos erinnern. Ja, hier kamen kürzlich die neuen Features damit hinzu, alles hier Saftpresse, Runentausch, Gildenfinder, neue Dungeons, ja, die Etagen wurden erweitert. Ich weiß nicht, warum das ja hier so doppelt irgendwie ist. Ich kann es euch nicht sagen. Ja, und dann kommen wir langsam zum Ende, zum 500. Video, was ich jetzt hier gleich, ja, grüße auch hier nochmal an Small C, ja. Und da sind wir bei 499, das Video von gestern. Und da wird sich jetzt heute das 500. Shakes and Fidget Video einreihen. Und ich würde sagen, wir haben jetzt 36 Minuten einfach hier so ein bisschen durchgeschaut. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass es doch so lange dauert. Und dann würde ich mal sagen, spielen wir zum Schluss jetzt noch ein bisschen das, was wir die ganzen Jahre jetzt hier, 500 Folgen gemacht haben. Wir spielen jetzt noch ein bisschen Shakes and Fidget. Bis gleich. So Leute, da sind wir wieder zurück in altgewohnter Umgebung, und zwar hier in Shakes and Fidget im Spiel. Ja, und wir werden noch gleich versuchen, ein paar Dungeons zu legen. Davor machen wir aber natürlich erstmal unseren Daily Stuff, den wir hier so vorhaben. Und ja, war auf jeden Fall ziemlich krass, mal so zu sehen, wie sich das Ganze jetzt so entwickelt hat. Vielleicht war es für den einen oder anderen da draußen auch interessant, so ein bisschen mal ja, so ein bisschen mitzuerleben, so was so in der Zeit passiert ist, auch wenn die meisten von euch, also ich habe einen Hit überlebt von ihm hier, was war das denn? Auch wenn die meisten von euch natürlich nicht von Anfang an mit dabei waren, was ich natürlich auch vollkommen verstehen kann, was ja normal ist, nicht jeder kann sich hier irgendwie alles reinziehen, das ist halt komplett unmöglich, was ich jetzt schon über die Jahre jetzt hier hochgeladen habe. Und ja, trotzdem freue ich mich, dass halt manche dann immer noch so lange am Start sind und natürlich auch an alle Leute, das geht jetzt auch speziell an alle Leute, die immer mit dabei sind, auch wenn sie nicht in die Kommentare schreiben, ja, die einfach nur stiller, heimlicher Zuschauer sind und trotzdem, weil das sind ja sehr viele von euch, ja, im Vergleich zu den Leuten, die in die Kommentare schreiben, ja, die auch an die Leute, die immer still und heimlich mit dabei sind, ja, und zuschauen. Danke, vielen lieben Dank auch an euch. Ja, weil sonst würde das Ganze auch, ja, weiß ich nicht, nur halb so viel Spaß machen, ja. Natürlich freue ich mich, wenn mir Leute auch Kommentare schreiben, aber ich sehe es ja halt auch, dass sehr viele Leute abseits davon auch immer zuschauen und ja, das halt auch so in so einem konstanten Rahmen, was mich in meiner Weise hier auch nochmal unterstützt, ja, und auf jeden Fall wollte ich mich dafür auch nochmal recht herzlich bei euch bedanken, ja, was, ich sage es immer wieder, was natürlich nicht selbstverständlich ist. So, wir gucken nochmal, wir nehmen nochmal jetzt gleich überall eine Quest an hier, so, hier haben wir eine Quest, hier machen wir mal eine Stunde Stadtwache rein. Hier auf dem Dämonenjäger nehmen wir nochmal eine Quest an und dann widmen wir uns nochmal so ein bisschen den Dungeons, ja. Nicht zu viel, ihr wisst ja, ich will meinem Style auch nach so vielen Jahren immer noch treu bleiben. Und das ist halt eher so dieses Pilzer-freundliche als ja, dieses Pilz-rumgeballere, 10.000 Pilze zum Serverstart ausgeben und sowas, ja. Das ist halt nicht meins. Ab und zu mache ich das gerne mal so für die Videos. Ich würde es nie privat machen, ja,
weil das einfach viel zu schade für mich ist und ich die Sachen lieber so erreichen will. Das ist halt wirklich nur ein Anlass für ein Video, aber ansonsten habe ich daran wirklich keinen Reiz, irgendwie großartig hier jetzt die Dungeon durchzuballern, ohne irgendwie, ja, euch da irgendwie dran teilhaben zu lassen oder so. Sonst könnt ihr euch sicher sein, würde ich nur halb so viel Geld ausgegeben haben für dieses Spiel, als wie es jetzt hier momentan in meinem Account hier drin steckt. Und ja, ich finde es ja auch selbst cool, so mal ein Video zu machen, wo man halt so ein bisschen hier rumballert mit den Pilzen. Ne? Das ist halt sehr, sehr nice und ich kann es halt auch verstehen, dass viele Leute das halt auch gerne sehen, weil die halt genau in derselben Lage stecken wie ich, die halt auch nicht wirklich ja, großartig Lust haben, Pilze dafür auszugeben. Ja, und deswegen sieht man das halt auch umso lieber. So, ne? Und ich würde mal sagen, wir gehen, ja, weiß ich nicht, wir gehen auf 2000, ich weiß nicht, 2800, so vielleicht in dem Rahmen, vielleicht ein bisschen weniger, ich kann es euch nicht genau sagen. Wenn ich so merke, wir kommen hier gar nicht weiter, was halt auch momentan der Fall ist, dann lassen wir das halt auch bleiben, dann ist es halt gut. So, ne, ist halt nicht schlimm, weil wie gesagt, wir haben ja eh noch genug Zeit und uns nimmt ja die Dungeons keiner weg. Und vor allen Dingen, umso höher man ist, umso weniger Erfahrung kriegt man ja, ne, ihr wisst Bescheid. Deswegen, ja, ist es halt so, wie es ist. Wir ballern hier ein bisschen rein, wollte ich gerade sagen, und da haben wir ihn auch zur Strecke gebracht, ja, die unglaublich vielen Inferi. Ich wollte halt jetzt nicht unbedingt ohne einen Dungeon gelegt zu haben, zum Abschluss nochmal hier ja, dieses Video enden lassen. Das musste auf jeden Fall sein. Wir haben eine Waffe bekommen. So, wir schauen gleich nach. Und das ist eine Kriegerwaffe. Alle Attribut, ja. Hier trötet jemand, der Dämonjäger, der trötet hier rum. Eine alle Attributswaffe ist natürlich jetzt nicht so schmackhaft für einen Bertram. Plus 20 im Durchschnitt mehr. Ja, Feuerschaden. Also 3% mehr Schaden. Nö. Würde ich jetzt mal so, obwohl die Range ist ein bisschen krasser. Rechts raus hat er halt deutlich mehr. Ja, Nee, ich glaube nicht. Dafür mache ich minus 135 auf die anderen Sachen. Ne, zerlegen wir. Gegenstand zerlegen. Ja, ist nicht so meins. Aber was viel wichtiger ist, wir gucken uns den Kampf an. Unangenehm viele Inferi. Zack. Ja, und das ist natürlich ganz nice, dass wir jetzt hier den Gegner geschlagen haben. Zum krönenden Abschluss nochmal. Ich hatte gesagt zwar, wir gehen bis auf 2,8 runter oder so, aber ja, wenn wir hier vorher, ja, wenn wir jetzt keinen gelegt hätten, aber jetzt haben wir ja einen gelegt und das ist halt sehr, sehr nice und deswegen bin ich da auch sehr zufrieden mit. Ja, und bevor wir uns hier weiter in die Schuldenfalle wieder treiben, würde ich das Video dann lieber so zu Ende gehen lassen, mit so einem schönen Abschluss hier, mit einem schönen Sieg. Ja, das, denke ich mal, fühlt sich auf jeden Fall besser an, als wenn man mit einem Lose hier das Video zu Ende bringt. So, und dann gucken wir nochmal gleich, zack, da haben wir einen schönen Crit rausgehauen nochmal zum Schluss. Sehr, sehr krass, haben hier die Inferi, die unglaublich vielen Inferi gelegt und vor allen Dingen auch ein Level up gemacht, was halt auch cool ist. Ja, wir schauen nochmal kurz auf den nächsten Gegner rauf hier. Das ist Bella, die Boshafte. Ja, gucken nochmal ganz kurz, was ist das für ein Gegner? Oh, ein Magier. Okay. Gut zu wissen, ja. Also, das könnte halt sein, wir überleben sogar einen Crit vom Magier hier. Oh, ja, der ist easy drin. Ja, der ist ja easy machbar, ja. Da critten wir nochmal rein. So, und dann ist der down, ja. Also das ist halt ganz, ganz easy. Aber den werden wir uns auf jeden Fall für die nächsten Tage oder für die nächste Folge oder so aufheben. Ja, dass wir hier auch wieder ein bisschen was zu zeigen haben, ne? Wir verschießen nicht gleich unser ganzes Pulver, ja. Und das ist sehr, sehr cool. Hätte ich nicht gedacht, dass wir ihn jetzt doch so leicht geschlagen kriegen, aber vielleicht war das Schicksal so ein bisschen jetzt auf unserer Seite. So, zur Feier des Tages, ja. Und dann würde ich mal das Video, wie gesagt, so zu Ende gehen lassen. Und freue mich auf jeden Fall, dass ihr hier so lange schon mit am Start seid. Ja, die einen mehr, die anderen weniger, aber es ist alles
Es ist alles nicht schlimm, ja, es ist alles nicht schlimm. Manche sind wahrscheinlich auch auf der Zeit so ein bisschen verloren gegangen, das kann halt auch sein. Haben vielleicht andere Interessen im Leben, das ist halt alles ganz normal, ganz menschlich. Ich verübel es keinem, ja, es ist das Normalste so. Und deswegen bin ich da halt auch keinem böse, auch wenn mal jemand mehr aktiv ist und mal keiner, ja, mal weniger aktiv ist so. Deswegen alles cool. Und ja, solange ich das Ganze hier immer noch so gerne mache, wie ich es ja halt bisher mache, und nichts weiter irgendwie jetzt großartig an irgendwelchen random Faktoren jetzt im Leben irgendwie dazwischen kommen, bin ich halt auch immer noch weiterhin gerne für euch da, solange es halt geht, und versuche halt immer euch das Beste zu liefern, ja, auch natürlich, wenn, ist natürlich klar, das ist natürlich alles Ansichtssache so, ne, wer halt nicht gerne meine Videos schaut, da bin ich halt auch komplett nicht böse, weil, ja, ich kann es halt verstehen, ja, Geschmäcker sind natürlich komplett verschieden, ich gucke halt auch nicht jeden gerne, deswegen ist es alles ganz cool und normal halt so, ne, deswegen, ja, alles ganz gechillt. Deswegen verpflichtet ist hier sowieso keiner zu irgendwas. Wie gesagt, ich bin super froh, wenn ihr immer mal wieder einschaltet, und ja, wenn ihr mich halt mehr supporten wollt, dann halt über einen Kommentar oder einen Like. Das ist halt, ja, das Maximale, was man so rausholen kann an kostenlosen Support. Der Rest ist halt alles wirklich komplett, ja, also nicht nötig, sag ich mal so, ne? Oha! Ja. Und das auf dem Dämonenjäger, da wo ich die wirklich am meisten brauche. Da brauche ich die Sanduhren halt wirklich am meisten. Dankeschön. Danke. Das sehe ich einfach mal so als kleines Geschenk von euch an. Irgendwie nehme ich es jetzt gerade so wahr, als ob ihr mir das jetzt irgendwie nochmal zurückgeschenkt habt jetzt hier irgendwie. Ja, und das ist jetzt wirklich ein sehr guter Abschluss, um die Folge hier zu beenden. Die 500. Folge beenden wir mit einem 5er-Pärchen im Würfeln und dann auch noch Sanduhren. Ja, nehmen wir gerne an. So, nehmen wir gerne an, und dann soll es das wirklich jetzt gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, vielen lieben Dank fürs immer aushalten, vielen lieben Dank, dass ihr immer am Start seid, für alles, was ihr macht, für alles, dass ihr mich auf dem Wege hier so lange begleitet und meine Videos schaut. Das ist, ich sag's immer wieder, das ist halt wirklich nicht selbstverständlich, ne? Und ja, Dankeschön. Wir gucken zusammen in eine Zukunft, hoffentlich, die noch zahlreiche Folgen sich weiter erstreckt auf die nächsten 500 Videos, ja, auch wenn es jetzt erstmal sich nach einem sehr weit entfernten Ziel anhört. Mal gucken, was uns die Zeit so mit sich bringt. Gut, ich verabschiede mich. Ich wünsche euch da draußen, jeden einzelnen von euch, wirklich vom Herzen nur das Beste, viel Gesundheit, das ist das Wichtigste. Und ja, das war's soweit. Dankeschön, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war die 500. Folge Shakes and Fidget. Ich bin raus. Ich verabschiede mich. Haut rein und bis zum nächsten Mal.